Morgen, Mogi. Wie geht's? Ja, gut. Ziemlich kalt, aber habe ich schon durchgeschlafen. Ihr? Ja, Ja. auch. Ist nicht erkältet. So, war nicht so kalt. Aber War okay. war okay. Schon richtig durchgeschlafen. Ja, ging so. Tag 6 unserer Mongolei-Reise. Guten Morgen, Jungs. Ich weiß nicht, wie ihr geschlafen habt. Ich nicht so gut. Dank der sonorischen Qualitäten von Peter. Er hat sich ja gestern bei dir beschwert, Mogi, dass du geschnarcht hast. Ja. Heute durfte mich dasselbe Schicksal ereilen. Dann darf ich mich an dieser Stelle offiziell auch entschuldigen. Ja, kein Problem, Peter. Aber wie gesagt, ich würde auch dann mit schlechter Laune aufwachen. Es gäbe nicht die Milchstraße nachts über das Tal. Ne? Das hat es wirklich fast wettgemacht. Wunderschön gewesen. Oh, ja. So, Mogi. Heute ist ja recht frisch, würde ich sagen. Ne? Ja, Aber wir gehen weiter. wir gehen weiter. Also ich würde sagen, also ja. Heute wird es auch etwas wird es auch etwas kühler sein. Deswegen müssen wir noch überlegen, ob wir noch zelten oder nicht. Also ja, und wir fahren jetzt erstmal so diese See, also die Zhunsee heißt das. Auf dem Karte steht Durchsee, aber der richtige Name ist das Zhunsee. Und da werden wir diese See anschauen und dann fahren wir weit zu die Sum Shinidir. Und von da aus muss ich noch einige Anruf machen. Und es gibt eine sehr schöne heiße Quelle. Wir waren vor vielen Jahren waren wir unterwegs, angehalten und heiße Quelle gebadet. Und wir werden fragen, ob die noch auf ist. Und dann, das ist unser heutiges Ziel. Also, ja. Und wenn es nicht auf ist, dann müssen wir zelten. Genau, ja. Oder es gibt noch andere Alternative. Schauen wir. Ja. Ja, die Karawane zieht weiter. Ja, das Vagabundenleben nimmt seinen Lauf. Ob heiße Quellen oder wir als zum Eiszapfen erstarren heute, das weiß allein der Schöpfer. Um religiös zu bleiben. Dieser Tag hatten wir ja auch einige Diskussionen um die Religiosität philosophischer Art, aber gut, das sei mal hier in die Berge gestellt. Und dann wünsche ich uns allen einen lustigen Trip heute weiter und ja, einfach mal nicht erfrieren, würde ich sagen. Uns ist gerade was Unfassbares passiert. Also in diesem Jutencamp. Außer uns, da war noch eine andere Gruppe, 2 Kanadier mit einem Fahrer und einer Reisebegleiterin. Die wollten kurz vor uns abfahren und die 2 Autos, also Mogis Auto und deren Auto, standen recht weit auseinander und es ist ein weites Feld hier. Und der Fahrer hat es geschafft, wirklich rückwärts Mogi voll reinzufahren. Leuchte hinten links ist ab. Also unfassbar, ne? Also bei so viel Platz hat er das geschafft.
Mogi, dein kurzes Kommentar. Ja, das ist aber erstaunlich. Also Parkplatz war der beide Autos sehr weit entfernt und den rückwärts, dieser Mann hat das nicht irgendwas Spiegel benutzt. Also ich würde sagen, das ist ein Landsfahrer, also nicht ein Stadtfahrer. Deswegen, die denken, es ist auf das Land, also es braucht noch nicht unbedingt, also benutzen die nicht meistens den Spiegel. Also, ja. Sie können einfach fahren, ne? Einfach losfahren. Ja, kann sein, aber das ist aber sehr gefährlich. Es könnte Kinder sein und Ja. wenn ich in der Stadt bin, würde ich mit dem Mann kontaktieren. Ich muss die reparieren lassen und dann die Rechnung schicke ich ihm. Also er wird bezahlen. Also Ja. sieht also ganz vertraulich aus. Also, ja. Ja, gut. Vertraulich hin oder her, aber Stress, den man gar nicht braucht. Zusammenfassend, ein Fahrer gesegnet von göttlicher Inkompetenz. Der See. Auf 2000 Metern, fern und klar, liegt ein See so wunderbar. Das Wasser salzig, wild im Gang. Es flüstert laut der Wellengesang. Juten stehen am Ufer sacht, vom Mond bewacht in tiefer Nacht. Die Hügel weit, vom Ruhe schwer, der Himmel wogt wie stilles Meer. Ein Ort, der Herz und Seele hält, wo Zeit in sanfte Bahnen fällt. Der See, ein treues, stilles Haus, trägt Heimatklang und Träume aus.
Reis mit Eiern. Reis, Rindfleisch und Gemüse zusammengebraten. Das ist gut. Den nimmst du, oder? Ja. Ja, auch sind nicht Neger. Ja, und Alex, was willst du haben? 이친너 육대 시대 맛있다 할수 있어. 나가시대. Diese Dumplingsuppe, du hast das damals gegessen. Ich nehme sie. Auch da. Oder die Gemüsesuppe gibt es auch da. Ich nehme die Dumplingsuppe. 있네 잡지. 자, 있네 잡지. 못 갔다 오는 잡지. 자, 되게. 그래도 이거. 뭘 어떤 것 같아요? 미드스 제일 잘하시네. 제일 잘하시네. 그렇지. 이해시대. 참 되게 남은 거 이거. Oh, es gibt noch Werkzeuge. Vielen lieben Dank. Guten Appetit, ja. Guten Appetit. Muss die Gabel erst im heißen Wasser desinfizieren. Ja. So. Magenhygiene beginnt an der Gabel. Mahlzeit. Ja. Guten. Angekommen im nächsten Jurtencamp, Schrägstrich der heißen Quelle. Interessant ist, dass wir in dieser heißen Quelle schon mal waren, und zwar vor 9 Jahren. Wir waren nur baden und dieses Mal sind wir baden und auch übernachten hier. Mogi wird sich jetzt vielleicht ausruhen und wir beide, was machen wir, Peter? Nach dem Essen sollst du rauchen? Nein. Nach dem Essen sollst du ruhen oder 1000 Schritte tun? Ja, also wir müssen uns erstmal unser Mittagessen abtrainieren auf diesem Berg hier, den Kamm entlang. Für Alex wahrscheinlich eher eine kleine Nachmittagspromenade, für mich eine größere Anstrengung. Ja, aber trotzdem, die Aussicht wird es vielleicht dann tatsächlich wert sein. Ja, das denke ich auch. Das Wetter spielt einigermaßen mit. Ja, vielleicht gibt es von oben einen schönen Ausblick auf das Tal und das Jurtencamp. Los geht's.
fast forward 2,5 Stunden und wir sind wieder da, wo wir unsere kurze Wanderung gestartet haben. Ja, wie fandest du die Wanderung, Peter? Oh, ich habe mit Mühe und Not meine 81 Kilo, na vielleicht sind es nur noch 80, diese gut 420 Meter den Berg hochgeschleppt. Die ersten 4 Fünftel gingen. Letzte Fünftel steil. Ich bin auf allen Vieren hochgekrabbelt, obwohl es war nicht gefährlich, ich war ja gestruppt und so, aber trotzdem. Der Alex hat mich mal wieder an die Leistungsgrenzen geführt. Da oben stand er schon am Rand, hat auf mich 10 Minuten gewartet. Ja, aber letztendlich hat er mich da hochgeschleppt und der Ehrgeiz war zu groß. Ja. Und dann hat er mich auch noch sehr gut mit gewissen Techniken instruiert, wie ich den Berg wieder runterkomme und mir die Haxen zu brechen. Jetzt bin ich hier mit zittrigen Beinen, durstig und habe mir vielleicht ein kleines Bad verdient. Und ich auch. Und uns erwartet ein Onsen. Juhu! Hurray! 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 아 이거 지금 물이 죽었네. 뭐 막을 행성에 Where are you come from? Germany. 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 Yeah. We are South Korea. South Korea. Yeah. Yeah, Germany. Yeah, of course. Your first time is No, fifth or sixth time already. sixth time. Yes. Mongol. 우리 5 day. 5 day only. 5 day trip. One day, Tuesday, Yeah. Thursday, Thursday, Friday. or Friday. Okay, yeah. We come from Hopsu. Das ist der Privatbootsverräter. Also ich würde mal sagen, die 2 Meter in 20 Sekunden, Weltrekord. Yes! Weltrekord für Döner-Urmel. Das ist ein Rekord in der Mongolei-Weltmeisterschaften. Köftsgöl 2025, ein tatsächlich toller Event, eine tolle Idee der mongolischen Regierung und ein Deutscher gewinnt zum ersten Mal das Brustschwimmen auf 5,30 Meter. Nein, ich irre mich, es sind nur 3,50 Meter, aber trotzdem Goldmedaille und damit kann Deutschland sehr zufrieden sein. Ich schalte zurück zur Sportschau. Ihnen, meine Damen und Herren, einen wunderschönen Abend von diesen tollen Ereignissen und Sportspielen hier. Na, also ich würde sagen, das war ein gelungener Tag, sehr abwechslungsreich. Einiges gefahren, gewandert, ein heißes Bad genossen und jetzt ein Abendessen und jetzt ein schöner Ausklang. Vielleicht ein paar Gedanken von dir zum heutigen Tag, Peter? Ja, ein allumfassender Tag, war ein sehr zufriedenstellender Tag, erlebnisreich, von frischen Seen, frischem Wind am See, über Berge, über Abenteuer an steilen Bergen, wie man Gipfel erklimmt und dann die Entspannung im heißen Bad, Schwefelbad. Toller Tag. Ja, kurz zusammengefasst, kann gar nichts weiter zu sagen, als das, was ich gesagt habe. Mogi, wie fandest du so die Reise bis jetzt und den heutigen Tag? Ja, also ich bin hier ein Fahrer und ein Reiseleiter angestellt. Also von meiner Seite, ja, ich weiß nicht, aber am besten, ich höre euch, also diese Feedbacks, also klingt gut, das freue ich mich. Also. Und für mich ist es am besten, was ich gefalle, dass ich hier 5. Mal mit euch zusammen sein dürften. Also Mit mir zum 6. Mal. 6. sogar, ja. Mit solche, meine gute, brave, gute Freundin. Also. Und das ist für mich sehr eine große Respekt. Also wirklich, also danke euch, also dass ihr auch jedes Mal
dabei seid. Also ihr seid sehr brave Leute beim Reisen. Also, und ich habe viele Touristen gereist. Es ist verschieden, also ihr wisst schon, also ja. Verschiedene Leute gibt es also beim Reisen. Machen sind gut, machen sind, ja, aber komplett allgemein betrachten sind die Deutschen diese Ethik, also super. Also wie haben die so erzogen? Also das verstehe ich nicht. Also diese ganze Ethik. Also. Und das gefällt mir sehr. Also. Und die Mongolen bei sozialistischen Zeiten, die waren auch gute Ethik gehabt. Aber leider nach dem Zerfall von Sozialismus ist das hier eine sehr schwarze Markt, oder wie sagt man, so schwarz gelaufen. Also als schwarz versteht man also eigentlich ohne Politik, ohne irgendwas Führung oder so. Alles, was man will, also wollte hier gemacht, also ja. Also überall Ställe gebaut, keine irgendwelche Plan gebaut. Das ist ein Beispiel, zum Beispiel Ulaanbaatar. Ulaanbaatar haben die komplett kaputt gemacht. Also keine Planung, überhaupt nicht. Also heute alle diese Probleme, Smog und auch diese ganze Stau und alles. Also. Ja, Mogi, ich habe gedacht, du wolltest über nichts Negatives reden, ne? Aber jetzt doch, ne? Ja, aber jedes Land hat seinen Entwicklungszeitraum. Ja? Ja. Wir sind jetzt vielleicht 100 Jahre ganz hinten von euch, Deutschland, vielleicht Schweiz, vielleicht mehr als 100 Jahre. Ich sehe die Zukunft ganz gut aus. So weit seid ihr nicht. Sehe ich die Zukunft ganz gut aus. Vielleicht nach meinen Nachfahren, meine Kinder zum Beispiel, die Zeiten, das wird gut aussehen. Das wird der Mongolei anders sehen. Menschen wird so intelligent werden und wir haben sehr viel Potenzial. Wir haben sehr viele Bodenschätze, wir haben ein großes Land, haben wir. Und Menschen, sogar die Nomaden, die sind immer noch brav. Aber leider die Menschen der Stadt, die sehen das Lebensgrund, sehen die ein bisschen, das Leben, ja, allgemein, die betrachten ein bisschen anders. Also die folgen jemand ganzes Vermögen oder ganze Luxusleben oder so. Aber ja, am Ende, also ich sehe ja anders, also nach dieser Generationenwechsel, also nach 2 Generationen, wird es Mongolei sehr gut aussehen. Das sehe ich. Ja. Ich sehe eine sehr gute, positive Zukunft. Gut. Wir hoffen dasselbe. Und ja, was bleibt uns noch? Uns bleibt nur noch, das hier und jetzt zu genießen. Ne? Die Landschaft, die schöne, saubere Luft, ja, und unsere Freundschaft. Und bei dieser pathetischen Note möchte ich enden, oder hast du noch was zu sagen, Peter? Ich schweige still für heute. Alles gut. Ja,